Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hans Jelito und das hier ist das zweite Mal, dass ich hier einen Vortrag halte. Und das ist jetzt die Fortsetzung des Vortrages vom August letzten Jahres. Und ich habe das gegliedert in eine kurze Einleitung. Dann werde ich zu einigen Ansätzen und Ideen etwas sagen, die im Internet und in der Literatur so kursieren. Und darauf aufbauen werde ich einige Grundregeln aufstellen, die man beachten muss, wenn man mathematische Berechnungen anstellt und Korrelationen herstellt zwischen irgendwelchen Größen. Dann komme ich zur Planetenkorrelation. Das ist im Grunde eine kurze Wiederholung des letzten Vortrages. Wir brauchen das aber als Basis. Und dann betreten wir Neuland, das Kammersystem der großen Pyramide. Wir werden Konjunktionen und Transiten begegnen. Ich werde erklären, was das ist. Und dann zu Geheimkammern kommen, beziehungsweise zur Frage, ob es welche gibt. Und werde mit einer Zusammenfassung enden. Zunächst ein paar Fragen. Gab es damals ein modernes astronomisches Wissen, das sozusagen dem der heutigen Zeit entspricht? Dann, was ist die Bedeutung dieses merkwürdigen Gangsystems in der Cheops-Pyramide, das wirklich weltweit völlig ungewöhnlich ist? Gibt es unentdeckte Kammern in der Pyramide? Falls ja, wo könnte man danach suchen? Dann wurde beim letzten Mal eine Korrelation hergestellt zwischen den Pyramiden und den Planeten Merkur, Venus und Erde. Und die Frage, hat der Mars auch eine Bedeutung? Und schließlich, falls die Pyramiden einen Zeitpunkt definieren, welcher ist das? Okay, hier sind wir im Anflug auf Kairo, Cheops-Pyramide, Khafre-Pyramide, Mykerinos-Pyramide. Und genau, hier befinden wir uns schon südlich der Pyramiden. Ich sage nur mal kurz, Cheops-Pyramide, Khafre- und Mykerinos-Pyramide und zwei Nebenpyramiden sind sichtbar. Und wir haben gleich das erste Fragezeichen, und zwar in Bezug auf den Bauzeitpunkt der Pyramiden. Die Pharaonen haben regiert circa zwischen 2600 und 2500 vor Christus, nach der bisherigen Chronologie. Und es gab vor einiger Zeit kernphysikalische Messungen, eine neue Altersbestimmung der Cheops-Pyramide und anderen Bauwerken des Alten Reiches. Und bei der Cheops-Pyramide wurde das Alter festgelegt zwischen 3030 und 2905 mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Mit der sogenannten AMS-Methode, Accelerator Mass Spectrometrie. Das ist eine Modifikation der C14-Methode, die ist aber noch wesentlich präziser. Und das bedeutet, dass die Pyramiden im Grunde genommen 400 Jahre älter sind oder vor den Pharaonen existiert haben. Und diese Frage ist bis heute nicht geklärt. So, ich habe gelesen, dass die große Galerie innerhalb der Cheops-Pyramide zu astronomischen Beobachtungen benutzt worden sein soll. Also da sollen Gelehrte in der Galerie unten gesessen haben und noch während der Bauphase, als sie oben offen war, und haben dann daraus den Himmel beobachtet. Und das klingt einerseits, macht das so ein bisschen Sinn, aber andererseits klingt es überhaupt nicht plausibel. Und zwar, es macht deshalb ein wenig Sinn, weil eine ähnliche Beobachtungssituation in einer Sternwarte ist. Dort schaut man mit dem Teleskop durch eine schmale Öffnung nach draußen. Der Unterschied ist aber der, dass man die Kuppel mitsamt des Teleskopes drehen kann, die große Galerie aber nicht. Und ich sage es mal ein bisschen drastischer, wenn man Sterne beobachten will, setzt man sich auch nicht in einen kleinen Raum, schaut durch ein kleines Fenster nach draußen und wartet, bis durch die Erddrehung irgendwas Interessantes vorbeikommt, sondern man geht ins Freie, da ist der ganze Himmel sichtbar. Dann gab es, oder immer wieder, schon Piazzi Smyth hat 1871 diese These aufgestellt, dass die Luftschächte innerhalb der Cheops-Pyramide auf bestimmte Sterne ausgerichtet waren. Und zwar, ich habe das überprüft. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ich habe mir die Sternkoordinaten besorgt, sogar die Eigenbewegung der Sterne berücksichtigt. Und für das Jahr 2500 kommt das so ungefähr hin. Aber für das Jahr 3000, falls das der Bauzeit ist, stimmt es nicht mehr. Da hat man ungefähr 2 Grad Abweichung. Und es gibt einen zweiten Grund, warum das sehr unwahrscheinlich ist. Und zwar haben alle Luftkanäle einen Knick. Mindestens einen. Der eine geht sogar um die große Galerie herum. Das heißt, man kann gar nicht durchschauen. Und die Kanäle von der Königinnenkammer, die gehen sogar überhaupt nicht bis ins Freie, sondern die enden innerhalb der Cheops-Pyramide. Also diese Erklärung macht auch nicht besonders viel Sinn. Dann gibt es die sogenannte Orion-Korrelation von Bauval und Gilbert, 1984 veröffentlicht. Die sagen, dass die Sterne,
also der Oriongürtel, das sind die Sterne Mintaka, Alnilam und Alnitak, den Positionen der Gizeh-Pyramiden entsprechen. Und dass noch andere Pyramidenbezirke anderen Sternen zugeordnet werden. Und das habe ich genauer geprüft. Hier haben wir einmal die Pyramidenposition, das habe ich aus einem Atlas übernommen. Heute könnte man es wahrscheinlich genauer machen mit GPS, aber es wird sich am Ergebnis nicht viel ändern. Das ist ein Abbild der Sterne. Da habe ich den Katalog PPM, Positions and Proper Motions, von dem Recheninstitut von Heidelberg verwendet und habe dann jetzt im Folgenden diese beiden Pyramiden mit diesen beiden Sternen zur Deckung gebracht. Ich habe also den Oriongürtel mit den entsprechenden Pyramiden zur Deckung gebracht und dann sieht das so aus. Die liegen also aufeinander und jetzt müssten im Grunde genommen diese blaue Linie und die rote Linie, die müssen aufeinander liegen. Also der Stern Bellatrix, der wird diesem Pyramidenbezirk zugeordnet und Seib wird Abu Roash zugeordnet. Und es treten hierbei Winkelfehler von bis zu 45 Grad auf und die Längenverhältnisse, die stimmen um bis zu einem Faktor 3 nicht. Das sind 200% Fehler. Und nur bei den Gizeh-Pyramiden selber, da ist der relative Fehler 4,1%. Das ist aber auch noch zu viel, denn das Sternbild ist mit bloßem Auge bestens zu sehen. Es streckt sich über 17 Grad und wenn man das hätte zugrunde legen wollen, dann hätte man die Position wesentlich genauer bestimmen können. Das bedeutet, das sind riesige Fehler und die These ist nicht haltbar. So, jetzt kommen wir zu einigen Grundregeln. Und zwar in der Wissenschaft sind die eigentlich selbstverständlich, aber in verschiedenen Büchern, da wird das nicht immer beachtet. Erstens, es müssen Messdaten belegt sein. Wenn man mit irgendwelchen Messungen arbeitet, da muss stehen, wer, wann und wo und wie gemessen hat und wie groß die Messfehler sind. Die Literaturangabe ist da sehr hilfreich. Messdaten dürfen nicht geändert werden. Also ich habe tatsächlich ein Buch gelesen, da war das so, dass die Theorie dann mit den Messdaten nicht so gut zusammenpasste. Und dann hat er behauptet, der Autor, dass die Messdaten falsch sind und dann hat sie geändert und seiner Theorie angepasst. Das ist natürlich eine Todsünde in der Wissenschaft. Die Messdaten stehen für sich, da wird nichts dran geändert. Und dann gibt es eine Theorie, die kann man darauf anwenden. Und wenn die Theorie nicht passt, dann muss man eine andere Theorie nehmen oder die Theorie modifizieren, aber man darf nicht die Messdaten ändern. Das Grundensemble, wenn man zum Beispiel Korrelation herstellt, darf nicht zu groß sein. Nehmen wir das Beispiel Asteroiden. Wenn ich jetzt herausfinde, dass die Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide genauso groß ist wie der Durchmesser eines Asteroids, dann ist das nichts Besonderes. Denn es gibt Tausende von Asteroiden und die sind noch nicht mal rund, sondern unförmig. Das heißt, die haben verschiedene Durchmesser. Da muss ich mir nur den richtigen Asteroiden aussuchen, wenn ich denn die Länge. Und es gibt bestimmt einen, der genau den Durchmesser an einer Stelle hat von der Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide. Der Zusammenhang sollte naheliegend sein. Das ist ein bisschen ähnlich zum vorhergehenden Punkt. Also wenn man Vergleiche macht, sollte man nicht den Pluto nehmen oder 15. Saturnmond, sondern es müssen Größen oder Himmelskörper sein, die wirklich naheliegend sind, oder Eiffelturm als Beispiel. Und genau, dann sind keine Anpassungsfaktoren erlaubt. Das habe ich beim letzten Mal erklärt. Und zwar gibt es dieses Beispiel, die Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide multipliziert mit 1 Milliarde soll den Abstand Erde-Sonne ergeben. Der Fehler, der liegt zwischen 0,5 und 3,5%, was damit zusammenhängt, dass der Abstand ein bisschen schwankt. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass die Pyramide nicht nur die Grundkantenlänge hat, sondern es gibt noch 4 weitere signifikante Längen. Also die Höhe der Pyramide, die hatten wir, die Grundkantenlänge, die Diagonale, Abstand von der Grundkante zur Spitze. Und wenn man dann noch 5 bis 10 Vergleichsgrößen aus der Astronomie nimmt, dann hat man schon, sagen wir mal, 50 Kombinationsmöglichkeiten. Und dann kann man zeigen mathematisch, dass man statistisch immer auf einen Fehler von unter 1% kommt. Das heißt, jetzt solche Faktoren, die sind nicht erlaubt. Das wollte ich noch an einem Beispiel kurz erläutern. Und zwar, das wurde mir per E-Mail zugesandt und ich habe dann festgestellt, dass das auch im Internet kursiert. Und zwar haben wir hier die Grundfläche der Cheops-Pyramide. Die Länge ist 230,364 Meter. Das ist der Mittelwert der Kantenlängen, die wurde sehr genau vermessen. Wenn man jetzt die Länge eines Umkreises nimmt, hier U2 und dann die Länge des Innenkreises und subtrahiert die beiden Längen, dann soll die Lichtgeschwindigkeit herauskommen. Die Länge des Umfangs eines Kreises ist der Durchmesser mal Pi.
Der Innenkreis hat den Durchmessergrad dieser Kantenlänge, also Kantenlänge mal Pi, der Innenkreis, und der Außenkreis hat eine Länge der Diagonale mal Pi. Und die Diagonale ist die Grundkantenlänge mal Wurzel 2. Also wenn man das als Gleichung hinschreibt, U2 minus U1, haben wir hier Wurzel 2 mal Grundkante mal Pi, ist der Umfang des äußeren Kreises. Grundkantenlänge mal Pi, Umfang des inneren Kreises. Den äußeren, also die rechten Sachen kann man hier ausklammern, dann sieht das so aus und das kann man ausrechnen, dann kommt raus 299,77 Meter. Die Lichtgeschwindigkeit ist 299.792.000 Meter pro Sekunde. Die Ziffern stimmen schon mal sehr gut, also die ersten 4 Ziffern stimmen und der relative Fehler liegt bei ungefähr einem Hundertstel%, was eigentlich relativ genau ist. Es gibt aber 2 Probleme. Das erste ist, diese Ziffernübereinstimmung, die stimmt nur fürs Dezimalsystem. Wenn man ein anderes System nimmt, zum Beispiel zur Basis 60, wie das der alten Babylonier, dann stimmt es nicht mehr, oder Basis 5 oder Basis 2, dann hat man verschiedene Ziffern. Und ich habe es jetzt mal als Gleichung hingeschrieben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Grundkantenlänge und einer Lichtsekunde. Das ist die Strecke, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Das stimmt soweit und diese Faktoren stehen dazwischen. Das Problem ist, das sind Anpassungsfaktoren. Also schon dieser Faktor 1 Million, der hier fehlt, ist nicht zulässig. Und wenn man jetzt noch 2 weitere Faktoren dazu nimmt, dann wird es natürlich noch leichter, so einen Zusammenhang zu finden. Also sowas ist nicht erlaubt, keine Signifikanz. Es geht noch weiter, die physikalischen Einheiten müssen übereinstimmen. Ich gehe das jetzt mal durch, weil ich finde, das ist ziemlich wichtig. Man kann die Frage stellen, was ist größer? 3 Meter oder 5 Kilogramm? Da wird jetzt jemand sagen, naja, 5 Kilo, das ist so als Gewicht, ist ungefähr so groß, also sind 3 Meter größer als 5 Kilo. Ein anderer sagt, das ist Unsinn. 5 ist ja größer als 3, also sind 5 Kilo größer. Was ich sagen will, ist, es macht keinen Sinn, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. So, was Ähnliches habe ich in meiner Literatur gesehen, 365 Meter, da kam jemand drauf und sagte, aha, hier haben wir die Länge eines Jahres, nämlich 365 Tage, kann man auch nicht vergleichen. Einmal haben wir eine Länge und anderes mal eine Zeitangabe oder eine Anzahl von Tagen. Wenn man eine Genauigkeit ausrechnet, dann sollte sie unter 1%, besser unter 0,1% liegen, ist auch wichtig. Also Orion-Korrelation, die Fehler sind viel zu groß. Die Argumentation muss nachvollziehbar und logisch sein. Zum Beispiel die Aussage, die Granitsteine wurden mit Hammer und Meißel bearbeitet. Meißel aus Kupfer ist für mich nicht nachvollziehbar. Oder mit irgendwelchen Schlagwerkzeugen, Steinkugeln oder so. Das wird auch jeder Steinmetz sagen, dass es völlig unmöglich ist. Und die Argumentation muss logisch sein. Und hier gibt es auch eine Ungenauigkeit, die oft auftritt. Und zwar will ich das an einem Beispiel erläutern. Vielleicht haben Sie von der Nova-Pyramide gehört. Das war damals ein Projekt, geleitet von dem Dr. Lehner, amerikanischer Ägyptologe, wo man eine kleine Pyramide aufgebaut hat mit den damaligen Mitteln. Und im Grunde ist es misslungen. Man hat die so 3/4 fertig bekommen. Die Genauigkeit war wesentlich schlechter als bei der Pyramide, also die Fugenpassung, und die Steine waren noch kleiner. Das heißt, man hat im Grunde gezeigt, dass es so nicht gewesen sein kann. Aber angenommen, es hätte geklappt, man hätte eine perfekte kleine Pyramide bekommen. Was hätte man dann gezeigt? Dann hätte man nur gezeigt, dass es damals so gewesen sein kann, aber nicht, dass es so war, unbedingt. Das ist sehr wichtig. Die ganzen Theorien, schiefe Rampe, Flaschenzüge, wenn man zeigt, dass es so hätte funktionieren können, ist das nur der Beweis, dass es so gewesen sein kann, aber nicht, dass es zwangsläufig so gewesen war. Es kann auch völlig anders gewesen sein. Und zum Schluss keine Suggestivfragen, das ist auch ein Punkt. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist. Also stellen Sie vor, Sie stehen auf der Straße, kommt ein Reporter und am besten mit dem Mikrofon und sagt zu Ihnen, sagen Sie mal, klauen Sie immer noch im Supermarkt? Ja oder nein? Und egal, was Sie sagen, auch wenn Sie Nein sagen, Sie sehen immer schlecht aus, weil die Frage suggeriert, dass Sie früher im Supermarkt geklaut haben. Jetzt haben wir hier aber eine Frage, also die ist ja nun, klingt ein bisschen besser. Wie haben die alten Ägypter die Steine bearbeitet? Wie haben sie die Steine bearbeitet? Was ist mit dieser Frage? Sie ist nicht zulässig, ist eine Suggestivfrage. Sie setzt voraus, dass die alten Ägypter die Pyramiden gebaut haben. Das muss nicht stimmen.
theoretisch. Und das ist alles nicht erlaubt und diese Punkte sollte man beachten. So, jetzt kommen wir zu den Pyramiden. Im letzten Vortrag habe ich gezeigt, dass die Größen der Pyramiden durch 3 Gleichungen festgelegt werden. Für die, die nicht dabei waren, für die Cheops-Pyramide haben wir das Verhältnis der Grundkantenlänge zu einer Lichtsekunde ist genau dasselbe Verhältnis wie Volumen der Erde zum Volumen der Sonne. Der Fehler ist 0,03%, der relative Fehler. Und wir haben keinen Anpassungsfaktor. Das macht es schon mal enorm schwierig, so eine Gleichung zu finden. Und Erde und Sonne sind auch nicht irgendwelche Himmelskörper. Also ohne Erde hätten wir keine Menschen. Und ohne Sonne hätten wir auch keine Menschen. Die zweite Gleichung legt die Größe der Chevron-Pyramide fest. Und zwar entspricht das Volumen von Cheops-Pyramide zu Chevron-Pyramide gleich dem Volumenverhältnis von Erde zu Venus. Der Fehler liegt bei 0,1%. Es gibt keinen Anpassungsfaktor. Die dritte Gleichung, die Grundkantenlängen von Cheops- und Mykerinos-Pyramide stehen im Verhältnis der Apeldistanzen der Planeten Erde und Merkur. Und hier könnte man die Frage stellen, warum wurden diese Apeldistanzen verwendet? Das ist übrigens die größtmögliche Entfernung eines Planeten von der Sonne. Das ist die Apeldistanz. Und der Ort, an dem sich der Planet befindet, das ist Apel. Die kürzeste Entfernung nennt man Perihel. Die Frage ist, warum hat man hier nicht auch einfach die Volumen verwendet? Das wäre doch dann eindeutiger gewesen. Und wir werden auf einen Grund stoßen, dass diese Gleichung mit den Apeldistanzen möglicherweise Sinn macht. Also wir haben die Zuordnung der 3 Gizeh-Pyramiden zu den Planeten Erde, Venus und Merkur. Hier schauen wir uns nochmal die Gleichung im Zusammenhang an. Es gibt nämlich eine interessante Symmetrie. Die war mir anfangs gar nicht aufgefallen. Und zwar ist es so, man kann zum Beispiel die Seiten der Gleichung vertauschen, dann stimmt sie immer noch. Man kann auch auf beiden Seiten den Kehrwert nehmen. Dann ist die Gleichung immer noch gültig. Man kann sogar V Erde und V Chevron vertauschen, also praktisch diagonal vertauschen, dann stimmt sie auch noch die Gleichung. Können Sie ausrechnen auf dem Papier. Und man kann sogar die Größen um 90 Grad rotieren, dann stimmt es immer noch. Was ich sagen will, es gibt zwischen der Beziehung in horizontaler Richtung und senkrechter Richtung keinen Unterschied. Also quantitativ natürlich schon, die Zahlen sind unterschiedlich, aber qualitativ gibt es keinen Unterschied. Das heißt, man kann die 4 Größen in so einem Quadrat anordnen. Also wir haben jetzt 3 Quadrate und hier haben wir in jeder Gleichung die Zuordnung Cheops-Pyramide zur Erde, jeweils im Zähler. Zusätzlich dann Chevron-Pyramide zur Venus, Mykerinos-Pyramide zum Merkur und Sonne zum Licht, was Sinn macht. Und da wir hier oben immer die gleiche Zuordnung haben, Cheops-Pyramide zur Erde, haben diese Quadrate, die 3, eine gemeinsame Seite. Und das heißt, man kann die in einem Diagramm anordnen, dreidimensional, das habe ich mal so gemacht. Das eine Quadrat ist dieses hier, das zweite ist diese im Hintergrund und das hier ist so im Vordergrund. Ich hoffe, man erkennt das. Das soll ein bisschen dreidimensional sein. Oben haben wir die Himmelskörper, 3 Planeten und die Sonne. Unten die 3 Pyramiden und das Licht. Und zwar nehmen die Cheops-Pyramide und die Erde nehmen eine zentrale Stellung ein. Und jetzt wir haben hier Längenangaben und Volumenangaben. Also Längenangaben, zum Beispiel Grundkantenlänge der Cheops-Pyramide und hier haben wir ein Volumen. Und diese hellen Pfeilspitzen, die deuten auf eine Volumenangabe und die schwarzen Pfeilspitzen auf eine Längenangabe. Und wir sehen hier auch eine interessante Sache, und zwar haben wir hier ein Quadrat nur mit schwarzen Pfeilspitzen. Dies im Vordergrund hat nur helle Pfeilspitzen und hier haben wir halbe halbe. Oben weiß, unten schwarz. Das heißt, es ist eigentlich eine enorme Symmetrie da. Und als Physiker hat mich das so ein bisschen erinnert an diese Gruppen von Elementarteilchen, die man zusammenfassen kann. Aber das sieht anders aus, also das wollte ich nochmal erwähnen. Okay, jetzt die Frage, wenn die Pyramiden die Planeten darstellen, ist es möglich, dass die Planeten genau die Anordnung einnehmen der Pyramiden. Das habe ich geprüft. Das sind maßstabsgetreu die 3 Bahnen, Merkur, Venus, Erdbahn. Und die Merkurbahn ist relativ stark exzentrisch. Also hier, das ist der Apelpunkt, das ist die Apeldistanz und hier haben wir Perihel.
Und dadurch ist hier der Abstand zur Venusbahn wesentlich kürzer als hier. Und wenn man die Pyramiden jetzt auf dieses Bild legt, dann passen die Positionen nur auf der rechten Seite. Und zwar muss sich Merkur im Aphel befinden oder in dessen Nähe. So, wir haben also die Korrelation. Die Pyramiden repräsentieren die Planeten Merkur, Venus, Erde. Merkur befindet sich im Aphel, hier oben. Zusätzlich kann man die große Achse der Merkurbahn mit der Nord-Süd-Richtung der Pyramiden korrelieren. Und man kann die Sonnenposition aufs Pyramidengelände übertragen. Die befindet sich 726 Meter südlich der Mykerinos-Pyramide, wenn man zweidimensional rechnet. Das ist jetzt nochmal wichtig. Man kann verschiedene Ansätze machen. Und zwar habe ich jetzt nur von praktisch die Position in eine Ebene projiziert, sowohl bei den Planeten als auch bei den Pyramiden. Ich habe sozusagen die Höhenlage überhaupt nicht berücksichtigt. Und dann, das ist ein Ansatz. Es gibt aber noch andere. Und jetzt die Frage, welcher Ansatz ist der beste? Man kann auch dreidimensional rechnen. Das heißt, es wird auch berücksichtigt, dass die Planeten sich manchmal über und unterhalb der Hauptebene befinden. Und die Höhenunterschiede der Pyramiden werden ebenfalls berücksichtigt. Und da gibt es jetzt bei den Pyramiden verschiedene Möglichkeiten. Was nimmt man als Höheninformation? Da kann man einmal die Grundfläche nehmen, dann kann man den Schwerpunkt nehmen oder die Spitze. Das macht einen Unterschied in den Berechnungen, und zwar deshalb, weil die Pyramiden verschieden groß sind. Und wenn man sich das überlegt, wir haben die Analogie Pyramiden und Planeten. Ein Planet, der hat keine Spitze und hat auch keine Grundfläche, aber er hat einen Schwerpunkt. Das heißt, es bleibt im Grunde nur diese Alternative übrig. Und wenn man das jetzt durchrechnet, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Hier sind die Schwerpunkte der Pyramiden mit den Positionen der drei Planeten zur Deckung gebracht. Und dann sind sozusagen die Hauptebenen gegeneinander geneigt. Das ergibt sich automatisch. Und die Genauigkeit ist jetzt wesentlich größer. Bei dieser zweidimensionalen Berechnung waren es 1,4%. Jetzt sind es nur noch 0,069%. Übrigens möchte ich hier erwähnen, dass zu den astronomischen Berechnungen wurde diese Theorie zugrunde gelegt, VSOP 87, von zwei Franzosen entwickelt. Also ohne diese planetarische Theorie wären die Berechnungen nicht möglich gewesen. Wäre völlig unmöglich. Ja, und die Sonnenposition, was ist damit? Also das sind jetzt verschiedene Sonnenpositionen, beruhend auf verschiedenen Ansätzen. Aber der wichtigste ist der hier. Und die Frage, gibt es dort irgendwas Besonderes? Ich bin dorthin gelaufen und da gibt es tatsächlich etwas, nämlich so eine Art Betonplattform, 50 Meter lang, 25 Meter breit. Und der Abstand von der theoretischen Sonnenposition und von der Mitte der Betonplattform sind nur 5 Meter, was relativ wenig ist. Hier stehe ich auf der Plattform und schaue praktisch nach Norden auf die Pyramiden und sie ist ausgerichtet auf die mittlere Pyramide. So, jetzt noch eine Frage. Der Winkel zwischen diesen Hauptebenen, man nennt das übrigens auch Ekliptikebene. Ekliptik ist also die scheinbare Bewegung der Sonne am Himmel. Und wenn man da eine Ebene reinlegt, dann entspricht das der Ebene der Erdbahn. Und die ist geneigt gegen die Erdoberfläche um 24,5 Grad ungefähr. Das kommt heraus, daran kann ich nichts ändern. Und das war übrigens der Grund, warum ich diese Konstellation anfangs verworfen hatte. Ich dachte, das sieht irgendwie komisch aus. Das kann es nicht sein. Und später fiel mir aber was anderes auf. Und zwar, das ist jetzt eine Frage an Sie, vielleicht fällt Ihnen etwas ein dazu. Wir haben hier die Erde, Erdoberfläche und die Ekliptik und diesen Winkel. Fällt Ihnen dazu was ein? Stichwort? Wir haben eine Neigung. Die Erdachse ist auch geneigt gegen die Ekliptikebene um 23,5 Grad. Das ist der Grund, warum wir die 4 Jahreszeiten haben. Und wir haben die Korrelation, die Ekliptikebene würde in diesem Fall der transformierten Ekliptikebene entsprechen. Und die Ebene des Erdäquators entspricht der Erdoberfläche. Der Fehler ist 1 Grad, was nicht allzu viel ist. Gut, das ist eine zweite Besonderheit, die ich erwähnen wollte. So, und jetzt betreten wir Neuland. Jetzt gehen wir ins Innere der Pyramide. Und wir werden uns das erstmal anschauen, weil es vielleicht nicht so bekannt ist. Hier haben wir ein
Querschnitt von Osten gesehen. Hier ist der Originaleingang. Der Gang geht hier über 100 Meter gerade in die Erde hinein. Der Originaleingang ist hier oben. Dies ist der sogenannte Grabräubergang, wird es glaube ich nicht genannt. Also das ist der Eingang, der durch den Kalifen Al-Mamun geschaffen wurde um 800 nach Christus. Und der hat also den Originaleingang trotz Suche nicht gefunden, als die Pyramide noch intakt war. Und ist dann sozusagen von innen durch Zufall auf den absteigenden Gang gestoßen und hat dann den Originaleingang von innen entdeckt. Übrigens die Verkleidungsblöcke, hier sind noch Originalverkleidungsblöcke übrig, die wurden im Mittelalter entfernt. In über 100 Jahren hat man die Pyramiden als Steinbruch verwendet und aus diesen Blöcken dann, weil die sehr qualitativ sehr hochwertig waren, also irgendwelche Gebäude errichtet, Brücken und so weiter. Das ist der absteigende Gang, also geht schnurgerade durch die Pyramide und dann in die Erde weiter. Dann haben wir hier den aufsteigenden Gang. Hier erreichen wir die große Galerie. Hier links ist übrigens so ein Gitter zu sehen. Da geht es in diesen Grabräubergang. Der geht senkrecht runter, also damit da keiner reinfällt, ist das abgesperrt. Königskammer mit dem offenen Sarkophag. Dieser Stein stammt aus dem Fußboden, da wurde also eine Ausgrabung gemacht. Genau. Und hier ist nochmal dieser interessante Kreuzungspunkt des horizontalen Ganges und der großen Galerie. Hier schauen wir also nach oben. Das ist der horizontale Gang zur Königinnenkammer und das ist die große Galerie. Das Tor sieht übrigens sehr groß aus, das liegt aber nur daran, dass ich die Kamera auf den Boden gestellt habe. Ich durfte kein großes Stativ verwenden. Der Gang ist ungefähr 1 Meter hoch, man muss also ganz gebückt gehen. Genau. Was wollte ich noch sagen? Also als ich das erste Mal in die Pyramide hineinging, da dachte ich, ich bin auf einem anderen Stern, das darf nicht sein. So baut kein Mensch hier auf der Erde. Also schräge Gänge, nur 1 Meter hoch, man muss ganz gebückt gehen. Keine Treppenstufen, völlig glatter Boden. Die haben die Steigung von einer normalen Treppe, man würde da abrutschen, man würde bis nach unten runterrutschen. Und wenn wir heutzutage in einem Bürogebäude in einem Gang gehen, in einer Etage, dann verzweigen sich Gänge nach rechts und links zum Beispiel. Nicht so hier. Hier geht man nach unten und plötzlich gibt es an der Decke ein Loch und dann geht ein Gang nach oben. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man hier den Pharao würdevoll hineintragen wollte, also nachdem er gestorben ist. Das ganze Gangsystem ist also vertikal ausgerichtet, nicht horizontal wie hier. So, das ist nochmal eine etwas genauere Zeichnung. Das ist die sogenannte Felsenkammer, Königinnenkammer, Königskammer. Hier von Süden aus gesehen, hier von Osten, große Galerie. Und die Hauptidee ist es die, wir haben also die 3 Planeten und die 3 Pyramiden. Und wir haben 3 Kammern. Und was mich interessiert hat, wenn ich die Kammerposition nehme, kann es sein, dass die Planeten auch diese Positionen einnehmen. Das ist einfach nur mal eine Frage. Und dazu brauche ich aber die genauen Koordinaten, die Abstände der Kammern, denn die liegen nicht übereinander, sondern seitlich versetzt, haben unterschiedliche vertikale Abstände. Und da habe ich insofern Glück gehabt, ich bin auf die Zeichnungen von Maragiolio und Rinaldi gestoßen. Und dann habe ich aus mehreren Zeichnungen mir die Maße zusammengesucht und das in einem Bild eingetragen und das sieht dann folgendermaßen aus. Und also ohne die Zeichnung wäre es enorm schwierig gewesen, das überhaupt rauszukriegen. Das heißt, die Koordinaten kann man angeben. Hier muss man übrigens ein Koordinatensystem festlegen. Und es ist übrigens egal, wo man den Ursprung des Systems hintut. Ich habe es in die Symmetrieachse der Königinnenkammer getan, auf die Grundflächenebene, den Ursprung. Und die Z-Achse ragt hier aus der Ebene heraus. Genau. Und noch eins, ich gehe mal ein Bild zurück, in die Ostwände der Kammern gelegt, dieses Koordinatensystem. Und zwar ist es, das Interessante ist, dass sämtliche Ostwände, sowohl der 3 Kammern als auch der Gänge, in einer Ebene liegen. Also dieser kleine Absatz hier, das ist eine Nische, die in der Wand drin ist. Also die Wand ist auch auf der gleichen Ebene und die Kammern erstrecken sich verschieden weit nach Westen. Also ich habe sozusagen auf das Grundniveau hier das Koordinatensystem gelegt. Dann hat man diese Koordinaten.
So, jetzt eine Frage. Wenn man die 3 Planeten, Merkur, Venus, Erde, zuordnen sollte, wie würden Sie das machen? Also die Erde ist ein bisschen größer als die Venus und der Merkur ist deutlich kleiner. Und wir haben hier 3 Kammern. Jetzt nehmen wir mal die Königskammer hier oben. Welchen Planeten würden Sie zuordnen? Erde, ja, ne? Und Königinnenkammer? Venus. Ja, ist naheliegend, ne? Dann bleibt nur noch der Merkur hier unten. Okay, das habe ich gemacht und zwar habe ich diese Koordinaten eingegeben und das sind zunächst nochmal Zeitpunkte von den Pyramiden zum Vergleich. Hier habe ich jetzt keine Genauigkeit in Prozent vorgegeben, sondern Winkel. Das ist aber unwichtig, das ist eine andere Berechnungsart. Und wenn ich diesen Winkel, also das sind in Wirklichkeit also Differenzen der ekliptikalen Längen, werde ich gleich noch erklären. Also wenn ich das mache, ergeben sich diese Zeitpunkte, an denen die Planeten genau die Pyramidenanordnung einnehmen. Und hier haben wir den Zeitpunkt 3088, der letztendlich am wichtigsten ist. So, jetzt habe ich das gleich. Ach so, und Merkur ist im Aphel. Wichtiger Punkt. Also wenn ich im Perihel eingebe, die Position bzw. den Zeitpunkt, dann gibt es überhaupt keine Übereinstimmung. So, jetzt habe ich das gleiche bei den Kammerpositionen gemacht. Und es ergeben sich völlig andere Jahre. Und das ist eigentlich nichts Besonderes, denn die Anordnungen sind völlig unterschiedlich, der Pyramiden und der Kammern. Nun habe ich mir gedacht, also die Perihelposition für den Merkur kann ich hier nicht verwenden, aber vielleicht kann ich es ja hier verwenden. Habe ich die Perihelposition eingesetzt und dann passierte was Merkwürdiges. Und zwar kamen die gleichen Jahre, die ich hier hatte, kamen wieder. Und ich dachte zuerst, ich habe mich vertippt. Und zwar ist es so, dass ich die Koordinaten nicht jedes Mal eintippen muss, sondern ich habe das mit so einer Menüsteuerung. 1 steht für Planetenposition, 2 für Kammerposition, dann 1 für Aphel-Zeitpunkt, 2 für Perihel-Zeitpunkt. Ich habe das dann nochmal gestartet, war wieder dasselbe. Da dachte ich also, Hans, träumst du jetzt schon tagsüber? Nun reiß dich mal am Riemen. Und dann habe ich ungelogen genau geguckt, dass ich die 2 getippt habe auf der Tastatur, das Programm nochmal gestartet. Und es war wieder dasselbe. Also ich hatte mich nicht vertippt vorher. Es stimmen nicht alle Jahreszahlen überein, aber hier das Jahr -12, also Minus bedeutet vor Christi Geburt. 228, 928, 3088 sind hier auch. Und wenn man die gleichen Jahre verbindet, sieht das so aus. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Was bedeutet das? Und zwar ist es so, vom Perihel zum Aphel benötigt der Merkur 44 Tage. Das ist nämlich genau der halbe Umlauf. Die Umlaufzeit beträgt 88 Tage. Nun könnte aber theoretisch, können es auch 1,5 Umläufe Differenz sein zwischen diesen beiden Zeitpunkten oder 2,5 oder 3,5 Umläufe von Merkur. Das könnte noch innerhalb eines Jahres liegen. Das habe ich geprüft, also die genauen Daten, Tage sind bekannt, die habe ich jetzt hier weggelassen. Und die Zeitdifferenz ist jedenfalls jedes Mal genau 44 Tage. Also ein halber Umlauf. Und ich habe das Ganze jetzt in ein gemeinsames Bild gezeichnet. Also die Kammerposition, die Pyramidenposition und die Planetenbahnen. Das sieht folgendermaßen aus. Merkur steht im Perihel und wir haben die Anordnung der Kammern. Nach einer halben Umdrehung ist Merkur im Aphel in der größten Entfernung zur Sonne und wir haben die Anordnung der Pyramiden. Und dazwischen gibt es noch eine Dreifachkonjunktion, also eine lineare Konstellation oder wie man das nennen will. Und das habe ich etwas genauer untersucht. Also wir haben diese Zuordnung nochmal, Königskammer Erde, Königinnenkammer Venus, Felsenkammer Merkur. Interessanterweise gibt es hier eine zweite Lösung. Und zwar, wenn die Sonnenposition hier unten ist, dann passt es auch ebenfalls. Aber in diesem Fall gibt es keinen Zusammenhang mit den Pyramidenpositionen. Jetzt habe ich alle Möglichkeiten ausprobiert. Und zwar gibt es insgesamt 6 verschiedene Möglichkeiten, die 3 Planeten auf die Kammern zu verteilen. Und bei jeder dieser 6 Möglichkeiten gibt es 2 Varianten, nämlich einmal Merkur im Aphel, Merkur im Perihel. Das heißt, es gibt 12 Varianten, die ich geprüft habe. Und in 3 weiteren Varianten gab es noch Lösungen, die will ich kurz zeigen. In diesem Fall wird der Merkur der Königinnenkammer zugeordnet, die Venus der Felsenkammer
und Erde bleibt bei der Königskammer. Das heißt, wir haben Venus und Merkur vertauscht, aber auch hier gibt es keinen Zusammenhang zu den Pyramidenpositionen. Jetzt habe ich Merkur im Perihel angenommen. Und zwar, Moment, ja genau. Das ist noch eine andere Zuordnung. Hier ist der Merkur der Königinnenkammer zugeordnet, die Erde der Felsenkammer und die Venus der Königskammer. Und die Sonne liegt in diesem Fall also etwas unterhalb der Königinnenkammer, schräg. Und hier gibt es noch die Möglichkeit, dass der Merkur auch im Aphel stehen kann. Da gibt es Lösungen und sogar zwei. Die sehen so aus. Also die gleiche Zuordnung wie vorher. Hier sind also die Planeten vertauscht, aber es gibt in keinem dieser Fälle einen Zusammenhang zu den Pyramidenpositionen. Es gibt auch keine Dreifachkonjunktion oder irgendeine Art von Konjunktion. Das heißt, wir bleiben im Grunde genommen bei dieser Anordnung. Ich wiederhole nochmal, Kammeranordnung, Merkur im Perihel, dann haben wir eine Konjunktion und dann haben wir die Pyramidenanordnung mit Merkur im Aphel. Übrigens gibt es den Begriff Syzygium, das ist ein Sammelbegriff aus Opposition und Konjunktion. Also das ist eine Konjunktion und eine Opposition hätten wir, wenn der Merkur zum Beispiel auf der anderen Seite der Sonne stehen würde. Genau, das ist ein neuralgischer Punkt. Die Sonnenposition ist der einzige Punkt, der sich nicht bewegt. Also die Planeten sind permanent in Bewegung. Und diese Position, diese Kombination gibt es nur zu einem einzigen Zeitpunkt. Die Sonne steht allerdings immer an derselben Stelle. Und schon seit über 100 Jahren versuchen Forscher, neue Kammern zu entdecken. Mit modernsten Methoden, zum Beispiel mit Höhenstrahlung. Man hat Detektoren allerdings in der Kepler-Pyramide aufgestellt und man kann dann Hohlräume entdecken. Oder mit Mikrogravimetrie. Man vermisst ja genau das Schwerefeld der Erde und kann auch so auf Hohlräume schließen. Hat allerdings nichts gebracht. Auch Bohrungen wurden gemacht in die Wände. Und ich finde, wenn man irgendwo suchen wollte, dann wäre diese Position gar nicht mal so schlecht. So, jetzt war die nächste Frage, wenn wir die 3 Planeten haben, was ist eigentlich mit dem Mars? Wo steht denn der? Und es ist tatsächlich so, ich habe dann diesen Zeitpunkt genommen, in dem die Planeten in einer Reihe stehen mit der Sonne. Und das Bild ist jetzt etwas gedreht, zeigt nach rechts ist aber der gleiche Zeitpunkt, der 17. Mai 3088 und es steht tatsächlich der Mars auch mit den anderen Planeten in einer Reihe. Der Winkelbereich sind nur 3,4 Grad, was für 4 Planeten schon sehr wenig ist. Und L bedeutet hier übrigens die ekliptikale Länge. Die ist mit der geografischen Länge vergleichbar. Die wird vom Frühlingspunkt aus gemessen bis praktisch zu den Planeten. Und das heißt, die Differenzen dieser ekliptikalen Länge, die müssen sehr klein sein. Und in diesem Fall sind die nur 3,4 Grad auseinander. Und jetzt gibt es eine neue Frage. Und zwar, wenn Merkur, Venus und Erde so stehen, dann kann es passieren, das haben wir im vorherigen Vortrag jetzt gehört, dass Merkur oder Venus vor der Sonne lang wandern. Das nennt man einen Transit. Die Frage ist, gibt es einen simultanen Transit hier? Und ich nehme es mal vorweg, es gibt tatsächlich einen. Der Merkur bewegt sich vor der Sonne lang, was auch relativ selten passiert. Und ich habe jetzt aus aktuellem Anlass, vor 2 Jahren gab es diesen Venus-Transit, 2012. Und da sind ein paar Kollegen von der Uni und ich vor Sonnenaufgang haben uns getroffen in Hamburg-Wilhelmsburg. Und zwar wird dieser Stadtteil von der Elbe auf beiden Seiten umflossen, ist sozusagen eine Flussinsel. An der Südspitze gibt es einen kleinen Leuchtturm und dort aus kann man den Horizont sehr gut sehen. Also in der Stadt hat man das Problem, dass da immer Häuser und Bäume stehen. Man sieht den Horizont normalerweise nicht. Und da haben wir den Venustransit beobachtet. Und dieses Bild habe ich übrigens mit dieser kleinen Kamera. Das ist eine alte Olympus, 8 Jahre alt, hat 3,2 Megapixel, was heute eigentlich sehr wenig ist. Und das Bild ist trotzdem einigermaßen gelungen, finde ich. Das ist ein Ausschnitt. Hier habe ich einfach so von diesen Sonnenschutzbrillen einen Filter ausgeschnitten und vor das Objektiv geklebt. Also man kann mit einfachen Mitteln ganz schöne Aufnahmen machen. Genau, und hier schauen wir uns mal die Charakteristik eines Transits an. Es gibt
Diese sogenannten Transitphasen, das sind 4 Punkte. Einmal der Zeitpunkt, wenn der Planet den äußeren Rand der Sonne berührt, von außen, dann von innen, das ist der zweite. Der dritte ist, wenn er beim Ausgang von innen wieder diesen Sonnenrand berührt und dann nochmal von außen. Das sind 4 Punkte und dann gibt es noch den geringsten Abstand, die geringste Separation, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und das ist genau dieser Transit im Jahre 2012, am 5. Juni. Und wer jetzt aufgepasst hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass hier die Venus die Sonne etwa hier verlässt. Und in dem Bild war das aber weiter oben. Jetzt kann man sagen, Fragen sind die Berechnungen nicht so genau oder was ist da das Problem eigentlich? Das sieht dann blinder im Grunde genommen. Und es ist so, die senkrechte Achse, die zeigt zum ekliptikalen Nordpol. Das ist die Verlängerung der Nordachse in den Himmel. Und die waagerechte Richtung, das ist die scheinbare Bewegungsrichtung der Sonne. Nun ist es so, dass die Sonne sich bei Sonnenaufgang nicht waagerecht bewegt, sondern sie bewegt sich schräg nach oben. Das heißt, wir müssen dieses Bild so drehen. Und dann wandert dieser Punkt ungefähr hier hin und dann stimmt es wieder. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe nach Viererkonjunktionen gesucht, also Konjunktion Merkur, Venus, Erde, Mars. Wie oft kommt das vor? Und ich habe einen Zeitraum von 30.000 Jahren genommen, 13.000 vor Christus bis 17.000 nach Christus. Und ich zeige hier mal den Computerausdruck. Die Zahlen sind jetzt nicht so wichtig. Es ist so, jede einzelne Zeile ist ein Zeitpunkt. Und die Bedingung ist, dass Delta L, also praktisch dieser Winkelbereich, der soll kleiner als 5 Grad sein oder gleich 5 Grad. Und insgesamt gibt es 6 Mal einen simultanen Transit. 5 Mal Merkur und einmal Venus. Und hier haben wir die Konstellation 12, das Jahr 3088, da haben wir einen Merkur-Transit. Und was ich hier eigentlich nur sagen will, in diesen 30.000 Jahren, von 13.000 bis 17.000, 13.000 vor Christi Geburt bis 17.000 danach, gibt es nur 6 Mal die Kombination Viererkonjunktion und simultaner Transit. Das heißt, das passiert ungefähr alle 5.000 Jahre. Das ist also ein sehr seltenes Ereignis. Hier muss ich noch eine Sache dazu sagen, und zwar diese VSOP-87-Theorie, die ich verwende, die ist in den Jahren 4.000 Jahre in die Zukunft und Vergangenheit sehr präzise. Da sind die Winkelfehler unter einer Bogensekunde, was sehr genau ist. Wenn man aber weiter in die Vergangenheit geht, werden die Fehler größer. Und bei dieser Differenz, die für uns entscheidend ist, da wird in diesem Zeitbereich 13.000 vor Christus liegt der Fehler schon bei einigen Zehntel Grad, vielleicht 0,2, 0,3 Grad. Und für diesen Winkel macht das keinen so großen Unterschied, denn wir haben 5 Grad. Wenn das um 0,2 Grad falsch ist, das ist dann nicht so entscheidend, aber für den Transit ist es sehr wichtig, denn die Sonne, die hat nur einen Durchmesser von einem halben Grad, 0,5 Grad. Und wenn man jetzt um 0,2 Grad falsch liegt, dann kann es sein, dass der Planet schon außerhalb der Sonne ist, obwohl er eigentlich im Transit ist und umgekehrt genauso. Das heißt, es kann sein, dass diese beiden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die aber nicht so groß ist, oder dieser eventuell kein Transit sind. Und es kann sein, dass woanders noch ein Transit erscheint. Also es können hier auch, statt 6 können es auch 5 oder 7 Transite sein, aber qualitativ ändert sich nichts. Es sind circa alle 5.000 Jahre passiert das. Das heißt, wir haben jetzt folgendes Bild. Hier nochmal der Kammerzeitpunkt, wie ich es vorher erklärt habe. Der Mars befindet sich jetzt hier innerhalb der Pyramide. Hier haben wir die Viererkonjunktion. Interessanterweise befindet sich der Mars zu diesem Zeitpunkt ziemlich genau an der Austrittsöffnung des südlichen Luftschachtes von der Königskammer. Möchte ich nur mal erwähnen. Und hier ist Merkur wieder im Aphel und wir haben die Pyramidenanordnung. Oh. Also, Kammerzeitpunkt mit Merkur im Perihel ist am 17. April 3088 um 6:57 Uhr. Dann diese Viererkonjunktion, ein Monat später, 17. Mai 3088. Ein Tag später der Merkur-Transit und 13 Tage später, am 31. Mai 3088, der Pyramidenzeitpunkt. Hier ist auch noch eine Sache zu erwähnen, und zwar
Zu diesem Zeitpunkt, wenn dieser Winkelbereich sozusagen minimal ist, stehen Mars und Merkur exakt auf einer Linie mit der Sonne. Wenn man jetzt aber ein paar Tage oder ein paar Stunden wartet, dann hat man irgendwann auch eine Konjunktion von Merkur und Venus, dass die genau auf einer Linie stehen mit der Sonne, oder Merkur und Erde oder Venus und Mars oder Erde und Mars. Diese ganzen Konjunktionen, die treten auf ungefähr in Tagesabständen und dieser gesamte Bereich dauert ungefähr eine Woche im Mai. Und innerhalb dieser Woche hat man diesen Transit. Und ich würde hier noch sagen, das ist eine gewisse Bewertung. Wenn man jetzt fragen wollte, was ist denn jetzt der wichtigste Zeitpunkt? Das sind ja mehrere. Und ich würde sagen, das ist der Transit von Merkur. Und zwar die minimale Separation, wenn er in der Mitte ist. Denn dieses Ereignis wird quasi eingeklammert vom Kammerzeitpunkt und vom Pyramidenzeitpunkt. Also zwischen diesen beiden Zeitpunkten haben wir 44 Tage und dazwischen haben wir diese gemeinsame Konjunktion. Hier ist nochmal der Merkur-Transit genau gezeigt. Es ist eigentlich ein ganz normaler Transit. Ich hatte vielleicht gedacht, dass er durch das Zentrum geht, was man einen zentralen Transit nennt, ist es aber nicht. Das Einzige, was hier interessant ist, es ist der erste einer neuen Transitserie. Und zwar Transits treten immer in Serien auf. Und zwar bei Merkur sind es 46 Jahre und dann über einige hundert Jahre gibt es immer in 46 Jahren Transit und das ist der erste einer Serie. So, jetzt habe ich eine Überlegung zur Wahrscheinlichkeit. Und zwar, wir vergessen mal die Kammern, wir vergessen die Konjunktion und wir vergessen auch den Transit. Wir gucken uns nur die Pyramidenpositionen an. Und das ist jetzt ein bisschen Mathematik, aber nicht viel. Und zwar, die Frage ist, kann man über die Signifikanz dieser Pyramidenkonstellation eine Aussage machen? Die hat einfach willkürlich die Nummer 12. Das hängt mit meinem ersten Buch zusammen. Und da haben wir Folgendes. Das ist ein Programmlauf, wie gesagt, auf der Basis dieser VSOP-87-Theorie. Es werden alle Zeitpunkte geprüft, wo Merkur im Aphel steht. Also nur diese Zeitpunkte. Das sind in den 30.000 Jahren über 124.000 Zeitpunkte, die geprüft wurden. Und ich habe als Kriterium genommen, dass der Fehler unter 1% liegen soll. Da haben wir insgesamt 14 Konstellationen. Und der entscheidende, die Nummer 12, die haben wir hier. Und wir sehen, dass der Fehler hier mit Abstand am geringsten ist, 0,069%. Die anderen haben alle einen größeren Fehler. Der nächstgrößere hat 0,379%, das ist schon Faktor 5 mehr. Es ist jetzt so, ich wollte mir das noch ein bisschen genauer angucken, kann man über die Wahrscheinlichkeit eine Aussage machen, dass man so etwas zufällig findet. Wenn ich dieses Kriterium, die Obergrenze der Genauigkeit, verändere, zum Beispiel auf 2 Grad setze, dann erhalte ich wesentlich mehr Konstellationen. Und wenn ich sie heruntersetze, erhalte ich weniger. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe in 0,1% Schritten sozusagen immer geguckt, wie viele Konstellationen erhalte ich. Und das sind die schwarzen Punkte. Also hier bei 1%, da sind wir hier bei den 14 Konstellationen. Und wenn man die Grenze höher macht, dann werden das immer mehr. Da habe ich eine Funktion reingefittet. Das ist üblich in der Wissenschaft. Dann kann man nämlich Voraussagen machen. Dann könnte man zum Beispiel auch vorhersagen, wie viele Konstellationen man erwartet, zum Beispiel bei 3% oder 4%. So, diese Funktion hat diese Form, das ist eine Gleichung. Also n ist die Anzahl der Konstellationen, die man gefunden hat. Und f ist der Fehler, also die Toleranz. Ich erkläre das nochmal an einem Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Also angenommen, wir wollen wissen, wie viele Konstellationen erhalten wir, wenn wir 2% Fehler angeben. Und dann setzt man einfach hier für f eine 2 ein. Dann hat man diese Gleichung 16,45 mal 2 hoch 2,3 ergibt 81 Konstellationen. Stimmt mit der Grafik überein. So, jetzt haben wir aber unseren Zeitpunkt, der hier unten liegt, mit 0,069%. Ich habe jetzt dieses schmale Rechteck vergrößert rechts. Das entspricht diesem Rechteck. Und vielleicht würden Sie fragen, ja, die Kurve läuft ja hier relativ flach. Warum ist sie auf einmal wieder so steil hier drüben? Und das liegt einfach daran, dass ich den vertikalen Bereich wesentlich stärker gespreizt habe. Hier habe ich also einen Faktor 25. Und hier habe ich vielleicht die Achse um Faktor 4 gespreizt. Deshalb ist die Kurve wieder steiler und sieht fast genauso aus wie hier. Das ist also genau dieselbe Gleichung. Und ich habe jetzt in diese Gleichung
die 0,069% eingesetzt und ich erhalte 0,035 Konstellationen. Das klingt mal ein bisschen komisch. Also es gibt eigentlich nur entweder 0, also keine Konstellation, oder man hat eine, aber nicht 0,03. Und man kann das als Wahrscheinlichkeit interpretieren. Dass man mit 3,5% Wahrscheinlichkeit eine Konstellation an dieser Stelle findet, mit dieser Genauigkeit. Also von 100 Fällen hat man statistisch gesehen nur in 3 oder 4 Fällen diese Genauigkeit. Das heißt, die Genauigkeit der Konstellation, die wir haben, ist wesentlich höher, als man bei dieser gegebenen Statistik erwarten würde. Noch ein zweiter Vergleich, das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich habe jetzt nochmal einen Zeitscan gemacht über den gleichen Zeitraum, wobei die Zeit nicht festgelegt ist. Jetzt wird in kontinuierlichen Zeitschritten gescannt und jedes Mal die Konstellation berechnet. Und ich muss jetzt die obere Grenze, den Fehler, kleiner wählen. Ich habe 0,1% gewählt und ich erhalte 10 Konstellationen, die dieses erfüllen. Und die Konstellation 12 liegt wieder hier, aber sie ragt nicht mehr so heraus. Die haben alle jetzt sind alle sehr präzise, unter 0,1%. Aber es gibt eine andere Spalte, und zwar dies dt gibt den Zeitabstand zum nächsten Apel-Durchgang an. Also wie weit ist sozusagen dieser Zeitpunkt, wie weit ist der Merkur vom Apel entfernt. Und man sieht, dass praktisch für die Konstellation 12 wir fast genau den Apel treffen. Das sind 0,2 Tage, das sind 5 Stunden im Jahre 3088. Während hier der nächst weiter entfernt, der hat schon 1,9 Tage, das ist schon ein Faktor 10 mehr als vorher. Also was ich sagen will, die Konstellation, die ragt heraus, die ist ziemlich signifikant, die kann man nicht durch Statistik erklären. Okay, das war jetzt genug Mathematik. Jetzt die Frage, gibt es eine Marsposition in Gizeh? Wir haben ja schon mal die Sonnenposition. Die liegt übrigens weit oberhalb der Erdoberfläche, also 270 Meter oberhalb der Erde. Also wenn dort jemand graben würde, da würde er wahrscheinlich nichts finden außer Sand. Davon gehe ich mal aus. Und man kann tatsächlich die Marsposition auch in Gizeh übertragen. Hier haben wir die Pyramiden, hier haben wir die Sonnenposition. Die Plattform ist hier so angedeutet, die ist relativ klein. Und hier ist die Marsposition. Ich habe da auch so eine Pyramide hingezeichnet, also die Größe der Pyramide hat keine Bedeutung. Ich habe die so ein bisschen der Größe des Mars angepasst, aber das ist willkürlich. Entscheidend ist die Position. Die Koordinaten sind bekannt. Die ergeben sich aus dem Programm übrigens auch für alle anderen Zeitpunkte. Das ist hier die Konjunktion und das sind die Kammerzeitpunkte. Man kann also alle Positionen, wenn man will, im Pyramidengelände aufsuchen. Aber ich denke, das hier ist die wichtigste. Man kann jetzt noch mal gucken, was gibt es da. Heute in Google Maps ist das kein Problem. Wir gehen immer hin, das ist also schon mal im Stadtgebiet, nicht mehr auf dem Plateau. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier die Straße El Mansoria und hier El Aram. Hier geht es rechts oben nach Kairo und hier zur Cheops-Pyramide. Und hier haben wir so einen Platz. Da ist die Position. Und die Genauigkeit ist ungefähr plus minus 1 Meter. Also durch diese 0,07% ist die örtliche Genauigkeit ziemlich groß. Und ich nehme an, der Punkt ist zugänglich. Ich weiß es nicht, ob da ein Zaun ist oder so. Keine Ahnung. So, jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn man von der Felsenkammer in Richtung Sonnenposition guckt, dann schaut man ja genau nach Süden. Denn wir gucken von Osten, Norden ist rechts, Süden ist links. Die Frage, kann es sein, dass sich die echte Sonne genau in derselben Richtung befindet? Also kann es sein, dass wir in dieser Richtung die Sonne finden? Und ja, das kann man ganz einfach bestimmen. Und zwar der höchste Sonnenstand im Sommer ist 83,5 Grad über dem Horizont, der niedrigste 36,6 Grad. Hier steht, wie man das berechnen kann, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Der Unterschied sind 2,5 Grad zwischen dem Winkel, die 34 Grad, die sich aus dem Programm ergeben, und dem höchsten Sonnenstand zur Mittagszeit, zur Wintersonnenwende. Ich habe in diesem Fall die Mittelpunkte der Kammern zugrunde gelegt. Wenn ich die Westwände nehme, also die Mittelpunkte der Westwände, dann verändert sich dieser Winkel von 34 auf 36,55 Grad. Dann stimmt es fast genau. Aber diese andere Möglichkeit mit den Westwänden hat 2 andere gravierende Nachteile. Das lasse ich jetzt auch mal weg, deswegen würde ich hier ein Fragezeichen stehen lassen. So, jetzt gucken wir uns das hier oben mal genauer an, diesen Ausschnitt um die Marsposition.
Und zwar hat William Flinders Petrie schon vor über 100 Jahren, 1883, vor über 140 Jahren, die Pyramidenposition sehr genau vermessen und auch die Niveaus der einzelnen Blocklagen, für jede einzelne Blocklage bestimmt. Und daraus ergibt sich, dass die Marsposition auf der Höhe der 114. Blocklage liegt. Die erstreckt sich von 86,39 Meter auf 86,96 Meter und die y-Koordinate, also die Senkrechte, ist 86,83 Meter. Der Abstand von der Originaloberfläche sind ca. 20 Meter und zur heutigen Oberfläche, weil ja die Außenverkleidung fehlt, sind ungefähr schätzungsweise 17 Meter, 17, 18 Meter. Hier sieht man auch, dass sich Mars zu diesem Zeitpunkt der Konjunktion also ziemlich genau am Austritt dieses Luftschachts befindet. Genau. Und es ist übrigens auch nicht selbstverständlich, dass der Mars sich überhaupt innerhalb der Pyramide befindet. Das finde ich auch schon bemerkenswert. So, jetzt schauen wir uns das mal hier unten an, die Sonnenposition. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier den absteigenden Gang, hier die Felsenkammer und die Sonnenposition. Die Genauigkeit ist ungefähr 0,2 Meter, also plus minus 20 Zentimeter. Beim Mars waren es ungefähr 44 Zentimeter plus. Und man könnte jetzt theoretisch, wenn man wollte, ein dünnes Loch bohren. Und ich dachte mir, also hier in die Decke reinzubohren und dann eine Kamera durchschieben und das prüfen. Das ist eine Möglichkeit. Wahrscheinlich ist es nicht so gut, in die Decke zu bohren, sondern einfacher in die Wand zu bohren. Und wenn man das macht, habe ich die Position genau angegeben. In diesem Fall muss man genau nach Süden bohren, dann braucht man einen Winkel von ca. 41 Grad. Da müsste man diese Stelle erreichen. Noch ganz kurz zu den Entlastungskammern, das passt dazu. Die Kammern haben wir jetzt auch den Planeten zugeordnet und wir haben 5 Entlastungskammern über der Königskammer. Und wir haben außerhalb der Erde 5 weitere Planeten. Deswegen könnte man sie auch alternativ benennen. Kammer der Erde, Marskammer, Jupiterkammer, Saturn, Uranus, Neptunkammer. Dieses Dach hier, was dazu dient, die Druckkräfte von oben seitlich abzuleiten, das würde sozusagen wie eine Pfeilspitze nach oben weisen und darauf hinweisen, dass es noch weitere Himmelskörper gibt. Pluto, Sedna, Eris, die außerhalb der Neptunbahn liegen. So, jetzt möchte ich ein paar Thesen aufstellen, 3 Stück. Das ist in der Wissenschaft üblich. Thesen haben den Vorteil, man kann sich darauf stürzen und sie widerlegen oder es versuchen. Und die These ist jetzt nicht, dass die Berechnungen korrekt sind, denn davon gehe ich aus, dass die korrekt sind. Man kann sie natürlich nachprüfen. Darüber würde ich mich übrigens sehr freuen, wenn jemand vielleicht nicht die VSOP-Theorie verwendet, sondern also zum Beispiel die Amerikaner, die NASA, die Inder und die Chinesen, die haben, glaube ich, eigene Programmcodes, um die Planetenposition zu bestimmen, wenn man mal mit einer anderen Theorie das verifiziert oder falsifiziert. So, und die erste These, da geht es um die Wahrscheinlichkeit. Und ich behaupte mal, oder ich stelle mal als These in den Raum, die wesentlichen astronomischen Zusammenhänge waren beabsichtigt von den Baumeistern. Und das kann man überprüfen, indem man eine realistische Abschätzung durchführt, mathematisch, und zwar der Wahrscheinlichkeit für den gemeinsamen Zufall. Das bedeutet, diesen ganzen Aspekten wird jeweils eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, dass sie zufällig ist. Jeder der einzelnen Gleichungen, dem Aspekt der Pyramidenposition, Kammerposition, Konjunktion und so weiter. Und das Entscheidende ist, wenn diese statistisch unabhängig voneinander sind, dann ist die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass alles gemeinsam Zufall ist, das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Und das wird dann ein sehr, sehr kleiner Wert. So, die zweite These, an der Marsposition der Sonnenposition befindet sich möglicherweise etwas. Vielleicht gibt es da eine Kammer. Ich habe übrigens in einem Buch von Peter Tompkins gelesen, das Buch heißt Cheops, dass es einen alten arabischen Bericht gibt, worin überliefert ist, dass es eine geheime Kammer geben soll mit Land- und Himmelskarten, die sehr präzise sind. Da soll sich biegsames Glas drin befinden und Waffen, die nicht rosten. Das ist überliefert. Und das war wohl auch mit ein Grund, warum Al-Mamun 800 nach Christus in die Pyramide eindring. Er war auch ein Förderer der Wissenschaften und hatte wissenschaftliches Interesse. Also man könnte hier nachschauen mit gezielten Bohrungen und eventuell so mit endoskopartigen Kameras. Indem man eine Kamera durchschiebt, ist heute eigentlich kein Problem. Die dritte These bezieht sich
eigentlich auf den vorherigen Vortrag, und zwar auf die Oberflächenstrukturen der Granitsteine. Da habe ich festgestellt, ich sage es nochmal, dass es so aussieht, als würden sich die Strukturen auf der Oberfläche von einer Fuge über die andere fortsetzen, also die natürlichen Strukturen im Gestein. Das heißt, schräge Linien gehen einfach über die Fuge hinweg. Wenn heute zum Beispiel Steinblöcke gesägt werden, dann fehlt immer einige Millimeter Material, vielleicht auch ein Zentimeter. Und wenn man dann die Blöcke zusammenschiebt, dann würden schräge Linien einen Versatz haben. Es sieht aber nicht so aus. Und die dritte These ist, die man auch relativ leicht nachprüfen kann, dass die Oberflächenstrukturen an den haarfeinen Fugen der Granitblöcke, dass die fugenübergreifend sind. Das kann man prüfen auf zwei Arten. Entweder kann man die Oberfläche abschleifen und polieren. Das muss nicht viel sein, so 10 mal 20 Zentimeter über einer Fuge. Dann würde man wie bei poliertem Marmor das halt genau die Strukturen sehen. Oder man könnte auf so eine Fuge eine Kernbohrung machen mit dem Hohlbohrer und den Kern anschließend analysieren. Elementanalyse auf beiden Seiten der Fuge, Kristallorientierung kann man vergleichen, 3D-Tomographie. Also an der Technischen Universität Hamburg-Harburg haben wir alle Möglichkeiten. Da gibt es bestimmt großes Interesse, würde ich mal sagen. Übrigens, es gibt heute Großexperimente. Also der Large Hadron Collider, der kostet, das ganze Projekt, was ich übrigens sehr faszinierend finde, also es geht um hunderte Millionen Dollar bis 1 Milliarde. Dann gibt es Weltraummissionen, die alle im Bereich von mehreren 100 Millionen liegen. Und ich finde, man hat das Higgs-Teilchen entdeckt, was sozusagen das fehlende Puzzle war im Standardmodell und was ich toll finde. Aber ich würde sagen, hier ist der Erkenntnisgewinn ähnlich groß. Wenn man das feststellen würde, zum Beispiel die These 3, dann würden einige Grundthesen der Ägyptologie zu Fall kommen. Also es würde gravierende Konsequenzen haben für die klassische Forschung. Und meines Erachtens, das ist ein Aufwand von einigen Tagen, dass man die Fugen abschleift. Und ich denke, das wäre die Sache wert, das zu überprüfen. Das wäre etwas mehr Aufwand. So Bohrungen, vor allen Dingen waagerecht, das wird schwierig. Und diese These kann übrigens im Grunde jeder Student, jeder auch Schüler, wenn er ein bisschen Ahnung von Statistik hat, kann er überprüfen. Das kann jeder selber auf dem Papier mal machen, Wahrscheinlichkeiten sich überlegen. Ich bekomme jetzt immer Mails von verschiedenen Leuten, die meinen ersten Vortrag gelesen haben, und ich habe ein Bild bekommen. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern von einem Herrn Simon, er ist Geologe. Der hat das im Taltempel des Kefren aufgenommen. Ich zeige es nur noch mal. Hier läuft eine Fuge von hier unten bis hierher und hier läuft eine Querfuge. Das heißt, wir haben 3 verschiedene Blöcke. Er nennt das T-Sutur. T, weil es eine T-Form hat, und Sutur, den Begriff kannte ich gar nicht. Das ist normalerweise eine Nahtstelle zwischen Knochenplatten auf der Schädeldecke. Also die Naht, und offenbar ist in der Geologie dieser Ausdruck auch üblich. Und ich habe nochmal diesen Ausschnitt vergrößert. Die Fuge läuft von hier unten hoch, und wenn man hinschaut, zum Beispiel diese Abbruchkante, die erstreckt sich über die Fuge. Hier kann man die Fuge teilweise gar nicht sehen, und es gibt hier Bereiche, wo es aussieht, als ob auf beiden Seiten dasselbe Material ist. Hier gibt es so ein weißes Bereich, der geht über die Fuge rüber, sodass es aussieht, als ob es ursprünglich ein Stück war und die Blöcke ohne Materialverlust, mehr oder weniger ohne Materialverlust geschnitten wurden. Gut, ein letzter Blick auf die Pyramiden. Die könnte man auch umbenennen, wenn man wollte. Merkur-Pyramide, Venus-Pyramide und Pyramide der Erde. Bevor ich zur Zusammenfassung komme, möchte ich kurz ein paar Wissenschaftler erwähnen, auf deren Arbeiten ich mich gestützt habe. Das finde ich schon wichtig. William Flinders Petrie hat also im Jahr 1883 die Pyramiden sehr genau vermessen und hat mehrere Jahre dort vor Ort gearbeitet. Maraggioli und Rinaldi haben die Karten geliefert, wodurch praktisch die ganzen Messdaten dieser Forscher greifbar waren. Sonst wäre es sehr schwierig gewesen. Dann möchte ich Bretagnol, Francoux erwähnen, die diese VSOP-87-Theorie entwickelt haben. Jean Meus, der hat 2 astronomische Bücher geschrieben, die ich auch verwenden konnte. Da steht zum Beispiel ein Algorithmus zur Datumsberechnung drin, die ich übernehmen konnte. Und schließlich noch Dr. Schweimer aus der Kernforschung in Karlsruhe hat das Programm FitX entwickelt. Das wurde zur Berechnung der Sonnenposition im Pyramidengelände verwendet. Das ist auch nicht ganz trivial. Und Professor Gils, einer meiner Doktorväter sozusagen, der hat
das Programm in einem kernphysikalischen Problem angewendet und veröffentlicht. Dadurch ist es jetzt allgemein verfügbar. Kommen wir zur Zusammenfassung. Es scheint, dass die Größen der Giza-Pyramiden durch diese 3 Gleichungen definiert werden. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal. Wir haben die Planetenkorrelation Giza-Pyramiden mit den Planeten Merkur, Venus und Erde. Dann einige Grundregeln müssen beachtet werden. Das gilt für alle, für Wissenschaftler und auch für Laienforscher. Ich begrüße es übrigens, wenn sich auch Amateure oder Laien mit diesem Thema befassen, weil oft gute Ideen auch aus ganz anderen Richtungen kommen. Man muss das nicht studiert haben. Messdaten müssen belegt sein mit Referenzen. Anpassungsfaktoren sind nicht erlaubt. Physikalische Einheiten müssen übereinstimmen, wenn man eine Gleichung aufstellt. Das Ganze muss logisch sein und noch einige andere Punkte. Dann die Pyramidenposition und die Kammerposition, die scheinen den Planetenpositionen zu entsprechen, jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar Merkur, Venus und Erde. Am 17. April 3088 haben wir die Anordnung der Kammern, Merkur im Perihel. Am 18. Mai 3088 den Merkur-Transit mit simultaner Konjunktion von 4 Planeten. Am 31. Mai 3088 die Anordnung der Pyramiden mit Merkur im Apel. Und hier nochmal möchte ich mal erwähnen, dass jetzt die Apeldistanz in der Gleichung, in der dritten Gleichung, einen Sinn ergibt. Sie deutet darauf hin, dass wirklich exakt der Apelzeitpunkt gemeint ist. Und der Vorteil ist auch, dass diese Zeitpunkte sehr genau bekannt sind. Praktisch auf die Sekunde genau. Das heißt, man kann den Zeitpunkt sehr genau angeben. Diese Viererkonjunktion mit simultanem Transit tritt etwa alle 5000 Jahre auf. Und dieser Zeitpunkt wird begrenzt davor und dahinter durch die Pyramiden- und Kammerpositionen. Der zentrale Zeitpunkt ist vermutlich, das ist jetzt eine Vermutung von mir, der Transit in der Mitte. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass der Mars sich innerhalb der Pyramide befindet. Und dies deutet ebenfalls nochmal auf die dritte Gleichung, in der die Apeldistanzen vorkommen. Die starke Neigung dieser transformierten Ekliptikebene gegen die Erdoberfläche, die lässt sich korrelieren mit der Schiefe der Ekliptik, mit der Neigung der Äquatorebene gegen die Ekliptikebene. So, Blickrichtung, Merkurposition in Richtung Sonne entspricht eventuell dem höchsten Sonnenstand zur Wintersonnenwende. Die Abweichungen sind 2,6 Grad, was ein bisschen viel ist, deshalb habe ich dann ein Fragezeichen stehen gelassen. Die Wahrscheinlichkeit für den gleichzeitigen Zufall ist bei statistischer Unabhängigkeit der Einzelgrößen das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Und im schlechtesten Fall ist die Wahrscheinlichkeit für einen gemeinsamen Zufall bei 1 zu einer Million, aber eher in der Größenordnung 1 zu einer Milliarde oder noch geringer. Stichwort 6000 Jahre. Also wenn man die Bauzeit der Pyramiden sich anschaut, da hatte ich anfangs diese Beschleuniger-Massenspektrometrie, die Ergebnisse gezeigt. Demnach sind die Cheops-Pyramide zumindest ca. 3000 vor Christus gebaut worden. Ich glaube den Ergebnissen. Das sind also knapp 3000 Jahre vor Christus. 3088 sind gut 3000 Jahre nach Christus. Das heißt, der Zeitabstand vom Bauzeitpunkt bis zu diesem Zeitpunkt sind 6000 Jahre etwa. Das nur mal in den Raum gestellt. Es wird eine Sonnenposition definiert durch die Anordnung der Kammern, südlich und oberhalb der Felsenkammer. Dann gibt es zum Kammerzeitpunkt ebenfalls eine Marsposition innerhalb der Pyramide, die genau definiert ist. Dann die Besonderheit, dass sich Mars innerhalb der Pyramide befindet und ebenfalls, dass der Mars genau die Pyramide verlässt, während des Transits. Man kann vielleicht so eine Analogie herstellen. Der Merkur verlässt irgendwann die Sonnenscheibe am Ende des Transits und der Mars verlässt die Pyramide. Und wir haben ebenfalls eine Marsposition in Gizeh. Übrigens, diese Marsposition, die liegt nicht wie die Sonnenposition sehr hoch über der Erdoberfläche, sondern sie liegt etwa auf dem gleichen Niveau der Pyramiden. Das ist auch noch ein interessanter Punkt. So, jetzt möchte ich noch eine Sache sagen. Also, wenn das Ganze so beabsichtigt war, dann sollte meines Erachtens von den Baumeistern dieses Gewissen nicht geheim bleiben. Wenn sie das geheim halten gewollt hätten,
dann hätten sie nicht die Pyramiden so auffällig hingestellt mit dem Volumen der Planeten. Das heißt, irgendwann, wenn die Menschen so weit entwickelt sind, dann muss man darauf kommen im Grunde genommen. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn das Rätsel gelöst wurde, wenn das sozusagen ein Rätsel wäre, dass sie an diesen Punkten oder an einem von den Punkten etwas hinterlassen haben, sozusagen als Bestätigung, dass das Rätsel gelöst wurde. Ich möchte übrigens nicht behaupten, dass ich das Pyramidenrätsel gelöst habe. Ich möchte nur sagen, dass die Aspekte zumindest in die richtige Richtung weisen. Das würde ich mal sagen. Und noch ein Punkt ist mir wichtig. Wenn man hier fündig werden sollte, vielleicht ist dort eine Kammer, vielleicht irgendwelche Artefakte, vielleicht auch nichts, vielleicht auch eine Botschaft an die Menschen, dann ist das nicht nur für einen kleinen Kreis von Archäologen oder für irgendwelche Institutionen gedacht, sondern für die Öffentlichkeit, für jeden, der am Geheimnis der Pyramiden interessiert ist. Okay, hier ist nochmal Literatur. Das Buch ist bekannt, das habe ich 1999 schon veröffentlicht. Und es gibt eine Programmbeschreibung, 140 Seiten. Da steht die ganze Mathematik drin, die dahinter steckt. Und ebenfalls habe ich die Korrelation beschrieben. Also viele Abbildungen, die hier drin sind, sind auch hier drin. Sie werden vielleicht fragen, ob man das kaufen kann. Man kann es nicht kaufen, man kann es nur downloaden. Also es wird demnächst im Internet stehen, also man kann es als PDF-File herunterladen und es kostet nichts. Damit kommen wir zum Fazit. Es sieht so aus, als sei beim Bau der Pyramiden ein astronomisches Wissen vorhanden gewesen, das in keiner Weise mehr in das Bild des alten Ägypten passt. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören.